Artificial Intelligence. Code accepted. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, in dem ich euch unter anderem meinen neuen KI-Chatbot für die Unterstützung eurer Reiseplanung vorstellen werde. Doch bevor es losgeht, ein kleiner Rückblick. Spötter sagen, das Wort zum Sonntag. Viel Spaß! Liebe Freunde des Reisens auf zwei Rädern, willkommen zurück auf Ride On with Friends zum zweiten Teil meiner KI-Serie. Ich hätte nie gedacht, dass mein letztes Video auf das Thema Tourenplanung mit künstlicher Intelligenz auf ein so großes Interesse stößt und viral geht. Die Reaktionen in diversen Motorradforen, Facebook, Instagram, YouTube und die Kommentare via E-Mail waren beeindruckend. Die meisten fanden das Thema KI in Verbindung mit Reise- und Routenplanung spannend. Einige waren jedoch skeptisch und sogar ablehnend dem KI-Thema gegenübergestanden. Das Hauptargument war fast immer, dass die Lust am Reisen bereits mit der Planung beginnt. Dazu gehört das Studieren von Reiseführern, das Einholen von Informationen aus Foren, das Schauen von Roadmovies und letztendlich die Feinplanung von Motorradstrecken mit Routenplanern. Und wisst ihr was? Ich bin voll bei euch. Dieser Moment, wenn man eine Route detailliert im Routenplaner markiert oder einen Geheimtipp entdeckt und als POI erfasst, ist unbezahlbar. In diesem Video möchte ich zeigen, dass künstliche Intelligenz nicht den Spaß an der Planung nehmen muss, sondern ihn ergänzen kann. Vielleicht hilft KI dir, genau die kleinen Perlen zu finden, die du sonst übersehen hättest. Oder sie gibt dir neue Ideen, die du dann mit deinen Karten und Büchern weiter ausbauen kannst. Statt entweder oder gilt sowohl als auch, denn KI kann mit der klassischen Planung heute schon Hand in Hand gehen und sich sehr gut ergänzen, um die perfekte Tour zu planen. Lass uns gemeinsam herausfinden, ob und wie deine Reiseplanung mit KI bereichert werden kann und ohne den Spaß zu nehmen. Also, Helm auf, steigt auf, lasst uns starten und los geht's! Heute nehme ich euch mit hinter die Kulissen eines Prozesses, der für mich schon der Beginn des Urlaubes ist. Die Reiseplanung einer perfekten Motorradreise. Aber jetzt stehen wir an einem neuen Punkt. Kann künstliche Intelligenz uns Motorradfahrern helfen, unsere Touren noch besser und einfacher zu planen? Genau das will ich heute mit euch herausfinden. Mein Video ist in zwei spannende Kapitel aufgeteilt. Zuerst zeige ich, wie mein klassischer Planungsprozess aussieht. Dieser war die Grundlage für meinen KI-Chatbot, also einem cleveren Dialogsystem, mit dem ich interaktiv per Text- oder Spracheingabe agieren kann. Im Kapitel danach gehe ich auf meinen neuen Ride On with Friends Assistenten ein, der mich vor allem in der frühen Planungsphase mit viel Wissen, das sich bei mir die letzten 20 Jahre angesammelt hat, unterstützt. Also bleib dran, denn vielleicht entdeckst du heute etwas Neues, das die Planung deiner nächsten Motorradtour noch verbessert. Seit über 20 Jahren plane ich privat größere mehrtägige Motorradreisen, ob als Solotour mit meiner Frau Christine in kleiner Runde oder mit einer größeren Gruppe von Motorradfahrern. Warum? Weil es mir Spaß macht. Die eingesetzten Tools bzw. die Soft- und Hardware haben sich rasant geändert, aber der Planungsprozess ist im Wesentlichen geblieben. Damit ihr versteht, wie mein Chatbot mit ChatGPT funktioniert, stelle ich euch ganz kurz den Ablauf vor, der sich bei größeren Reisen bewährt hat und sicherlich von euch auch so ähnlich durchgeführt wird. Ich folge dem Grundsatz vom Groben ins Detail. Im Rahmen der Orientierungsphase finden die ersten Recherchen statt.
Ich mache mir Gedanken über das Reiseziel und die Reiseart. Soll es eine Rundreise oder eine Sternreise mit einem Basecamp sein und wie groß wird die Reisegruppe sein? Im nächsten Schritt werden die Rahmenbedingungen verifiziert. Reichen die Urlaubstage? Wann ist der ideale Reisezeitpunkt? Welche Etappen können wir grob planen? Und was wird das Ganze ungefähr inklusive Übernachtungen kosten? Sobald die Leitplanken grob definiert sind bzw. die Rahmenbedingungen passen, dann kann man entlang der Strecke Sehenswürdigkeiten, Hotels, Zwischenstopps recherchieren und für die Reise als POI-Wolke sammeln. Um die genannten Schritte möglichst effizient, das heißt schnell mit geringem Aufwand durchlaufen zu können, habe ich mit ChatGPT einen KI-basierten Assistenten entwickelt. Mehr dazu, wie er funktioniert und wie ihr das kostenlose KI-Tool nutzen könnt, im nächsten Kapitel des Videos. Die Detailplanung der Streckenführung mache ich noch wie bisher in meinem Routenplaner iterativ. Das heißt, es werden immer wieder Planungsvarianten verworfen und weiter verfeinert, bis ich einen Planungsstand erreicht habe, den ich und die Motorradgruppe als Basis akzeptieren. Ich folge dabei dem Grundsatz, so viele Wegpunkte wie nötig und so wenige wie möglich. Je mehr ich mich in das Thema KI einarbeite, umso mehr bin ich der Meinung, dass wir gerade eine 4. Revolution der Digitalisierung mit künstlicher Intelligenz erleben. Die Welt der Routenplaner und Navigationslösungen wird in den nächsten Monaten in Rekordtempo revolutioniert und vereinfacht. Mit KI kann sich auch die Reiseplanung vereinfachen, sodass wir etwas mehr Zeit für die zweitschönste Sache der Welt haben, das Reisen. In den letzten Jahren bzw. schon Jahrzehnten hat sich ja schon vieles bei der Motorradreise- und Tourenplanung verändert. Ich habe den ganzen Schrank noch voll Kartenmaterial und Reiseführern aus der Anfangszeit. Seit nun über 20 Jahren arbeite ich zusätzlich mit digitalen Tools, die meinen Planungsprozess immer weiter vereinfacht, ergänzt und beschleunigt haben. Einige Routenplaner wie MapSource existieren mittlerweile nicht mehr oder werden wie Basecamp nicht mehr weiterentwickelt. Aber a new star is born, in meinem Beispiel stellvertretend ChatGPT. Ich könnte auch Gemini und viele andere nennen, aber wie kann es weitergehen? Denn Stillstand ist ja bekanntlich Rückschritt. Lasst uns erst einmal kurz rekapitulieren und dann einen Ausblick wagen. Zu Beginn hat man noch viel mit Motorradreiseführern, speziellen Landkarten, wo auch schon tolle Motorradtouren eingezeichnet waren, geplant. Durch den regelmäßigen Informationsaustausch mit Gleichgesinnten oder auf Veranstaltungen sind noch zusätzliche Ideen und Erfahrungen eingeflossen. Für die Navigation entwickelte man dann ein Roadbook, das sich heute noch im Offroad-Bereich bewährt. Dann kam das Internet und die Suchmaschinen, die uns Informationen aus der ganzen Welt für die Reiseplanung bereitgestellt haben. Mit Google und Google Earth können wir sogar prüfen, ob es sich um eine Gravel Road handelt oder wo wir am besten unseren Motorradanhänger abstellen können. Routenplaner wie Garmin Basecamp haben sich mit entsprechenden Algorithmen darauf spezialisiert, dass die berechneten Streckenführungen besonders ideal für Motorradfahrer sind. Und das Planungsergebnis kann dann direkt auf Navigationsgeräte wie Garmin Sumo, TomTom Rider oder BMW Navigator überspielt werden. Nun wurden die Suchmaschinen bei der Stichwortsuche immer intelligenter und der Datenbestand ist auch durch Social Media, Reiseportale, Motorradforen und Motorradzeitschriften enorm gewachsen. Zusätzlich kam das Cloud Computing. Das heißt, die Routenplaner wie Kurviga, Kalimoto, MyRoute App planen nicht mehr auf dem eigenen PC mit lokalem Datenbestand, sondern im Internet. Der Vorteil ist, dass man nun auch mit Tablets und Smartphones planen kann.
Und da die mobilen Endgeräte leistungsfähiger als die Navigationsgeräte sind, kann man gleich damit navigieren und Online-Verkehrs- und Wetterbedingungen berücksichtigen. Jetzt können wir zusätzlich künstliche Intelligenz nutzen. Die Chatbots sind in der Lage, in jeder Sprache einen Dialog mit dem Anwender zu führen und viel komplexere Fragestellungen zu lösen. In den letzten Jahren gab es nur regelbasierte Chatbots. Das heißt, wenn bestimmte Stichworte erkannt wurden, dann hat die Maschine mit bestimmten Informationen, die bereitgestellt wurden, geantwortet. Die Ergebnisse waren für eine individuelle Reiseplanung nicht immer zufriedenstellend. Die meisten Chatbots arbeiten nun KI-basiert. Das heißt, sie lernen nicht nur aus den Informationen, mit denen sie gefüttert wurden, sondern mit jedem Dialog. Wenn man also das Planungsergebnis korrigiert und die Gründe mitteilt, dann wird das nächste Mal das Planungsergebnis eine andere Qualität haben. Ein konkretes Beispiel ist meine Planung von Malaga nach München, und zwar Anfang April in meinem letzten Video. Der Chatbot wollte mich anfangs über einige Pässe in den Pyrenäen schicken, die manchmal Anfang April aufgrund von Schneefällen für Motorradfahrer ungeeignet erscheinen. Das habe ich ihm durch eine Sprachnachricht von unterwegs mitgeteilt, und jetzt wird dieses Risiko bei zukünftigen Planungen besser berücksichtigt. Es ist eine Frage der Zeit, wann die KI detailliert besser als ich die Touren in Routenplanern feinplanen kann oder eigene Planungen bewerten kann. Es geht allerdings schon einiges. Ich habe eine GPX-Datei zur Bewertung an die KI geschickt und gefragt, ob alle Straßen motorradtauglich sind. Als Antwort von der KI habe ich zusätzlich die Information erhalten, dass die meisten Motorradfahrer eine schönere Alternativroute fahren. Wahrscheinlich wird die KI als Tourguide auch die Smartphones ablösen und direkt in das Motorrad einziehen und eine dynamische Routenplanung, zum Beispiel mit Berücksichtigung von aktuellen Wetterbedingungen, in Echtzeit ermöglichen. Die ersten Anwendungen von Google Maps und Gemini laufen ja schon in den USA. Sprachsteuerung, Augmented Reality oder auch die Integration von Social Features, das heißt Streckenplanung basierend auf Bewertungen und Empfehlungen anderer Motorradfahrer, können dann die Reiseplanung noch verbessern. So viel zur Theorie. Kommen wir nun zur praktischen Anwendung mit meinem Ride-On with Friends Assistant, den ich auf Basis von ChatGPT ohne Programmierkenntnisse entwickelt habe. Was erwartet euch in den nächsten Minuten? Da dieses Video vor allem auf ambitionierte, motorradfahrende KI-Anfänger abzielt, fasse ich noch einmal kurz zusammen, was ChatGPT ist, welche KI-Modelle es gibt und wie die sich unterscheiden und letztendlich, wie mein Chatbot zur Planung von Motorradreisen das Ganze noch erweitert. Danach zeige ich, wie man sich am System anmeldet und wo man den Assistenten findet. Da die Aussagequalität ganz entscheidend von der Fragestellung abhängt, gehe ich kurz auf das Thema Prompt Engineering ein und zeige meinen Prompt-Assistenten, der hier ganz entscheidend unterstützen kann. Am Beispiel von Wegpunktelisten, sogenannte POI-Wolken, also Sehenswürdigkeiten speziell für Motorradfahrer, gehe ich exemplarisch auf die Erweiterung der Wissensdatenbank des KI-Assistenten für eine optimale Routenplanung ein. Als praktische Anwendung lernen wir dann das Arbeiten mit dem Assistenten, zum Beispiel Erstellen einer Reisekalkulation und auch das Zusammenspiel mit anderen GPTs noch näher kennen. Im letzten Teil möchte ich auch eine Möglichkeit zur Nutzung von ChatGPT während der Reise bzw. während dem Motorradfahren mittels Apple CarPlay und CarPlay darstellen. Nochmals zur Auffrischung. Ich möchte es auch ganz kurz halten. ChatGPT ist ein selbstlernendes System auf Basis künstlicher Intelligenz, das Sprache und Texte versteht und intelligent komplexe Aufgabenstellungen im Dialog löst.
Weiterführende Informationen könnt ihr gerne auf der Homepage von OpenAI entnehmen. Mein selbst entwickelter kostenloser Assistent zur Unterstützung der Reiseplanung basiert auf dem neuesten KI-Modell ChatGPT 4. Ich habe das Modell mit meinem Planungsprozess und vielen Informationen bezüglich Reiseplanung und POIs gefüttert und trainiert. Das Modell lernt mit jeder Reiseplanung durch Feedbacks dazu, um die Ergebnisqualität zu steigern. Neben einer individuellen Routenplanung und Generierung von Routendateien steht auch die Recherche von Sehenswürdigkeiten und Übernachtungsvorschläge im Fokus. Dabei werden Budgets für die Reise ermittelt und sogar die Buchungsprozesse über einschlägige Portale unterstützt. Was ich besonders erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass mich der Assistent während der Motorradfahrt über eine Spracheingabe bei vielen situativen Fragestellungen in Echtzeit informieren kann. Hey Siri, frage ChatGPT. Ich kann dir Infos geben. Worum geht's denn genau? Kannst du mir Informationen über das Ölfeld in Prittelbach geben? In Prittelbach, einem Ortsteil von Hebertshausen im Landkreis Dachau, wird seit 1981 Erdöl gefördert. Die tägliche Fördermenge liegt bei etwa 10.000 Litern und es ist eines der beiden einzigen Ölfelder in Bayern, die derzeit aktiv sind. Du musst nicht alle Möglichkeiten des Assistenten nutzen, aber ich denke, dass es sich lohnt, diese einmal auszuprobieren und dann zu entscheiden, ob die KI für dich Vorteile bringt. Bevor wir uns weitere Beispiele im Assistenten anschauen, kommen wir erst einmal zu den Voraussetzungen, um den Assistenten nutzen zu können. Prinzipiell gibt es keine. Auch in der kostenlosen Standardversion von ChatGPT kann man den Assistenten sehr gut nutzen. Wenngleich einige Features noch nicht freigeschaltet sind, hat man bereits viele Vorteile und lernt, wie man mit einer KI umgehen muss und auch kann. Power-User wie professionelle Tourguides oder Reiseveranstalter werden vielleicht eher zukünftig den Ride-on-with-Friends-Assistenten für Reiseplanung mit der kostenpflichtigen ChatGPT Pro-Version sich zulegen. Wir vergleichen einmal die Bezahlversion mit der kostenlosen Grundversion. ChatGPT kennt verschiedene KI-Modelle mit einem unterschiedlichen Funktionsumfang. In der kostenlosen Version arbeitet man mit ChatGPT 3.5. Sofern der Datentraffic es erlaubt, kann man sogar manchmal auch Funktionen von ChatGPT 4 bzw. 4o nutzen. Das ist aber zeitlich sehr stark limitiert. Übrigens kann das auch der Grund gewesen sein, dass bei einigen von euch beim Testen nach dem letzten Video mit der Grundversion die Generierung einer GPX- oder KML-Datei fehlgeschlagen ist. Bei ChatGPT Plus ist das zum Beispiel eine Standardfunktionalität. Man merkt es auch in der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Mit der Plus-Variante hat man einfach eine viel bessere Performance, die bei manchen komplexen Analysen auch notwendig ist. Man erkauft sich die vielen Vorteile der Plus-Variante durch ein Abo mit aktuell 20 US-Dollar Gebühr pro Monat. Ich würde mal behaupten, dass für Gelegenheitsanwender die kostenlose Grundversion ausreichend ist. Will man hingegen eigene Assistenten bzw. GPTs mit eigenem Content selbst entwickeln, dann kommt man an der Plus-Variante nicht vorbei. Jeder kann prinzipiell meinen Chatbot zur Reiseplanung nutzen und falls einmal spezielle rechenintensive Funktionen nicht gehen, dann liegt es vielleicht daran, dass er die abgespeckte, aber kostenlose Variante nutzt. Ich verfolge keine kommerziellen Interessen mit meinem Assistenten, aber die Nachfrage war so enorm, dass ich mich dazu entschlossen habe, ihn für alle zugänglich zu machen. Jeder, der ihn nutzt, trägt auch dazu bei, dass er immer wieder dazulernt und die Planungen verbessert. Ich biete auch keinen Support und Schulungen an. Ich werde aber auf diesem Kanal immer mal wieder über Verbesserungen und neue Möglichkeiten berichten.
Processing System online. Wie kann ich ChatGPT nutzen und wo finde ich den Motorradreiseplaner? Am besten fangen wir ganz vorne an. Um ChatGPT nutzen zu können, musst du die Internetseite chatgpt.com aufrufen und dich dort mit Vor- und Zunahme, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum registrieren und danach anmelden. Du verfügst dann über die kostenlose Grundversion. Ein Upgrade zur ChatGPT Plus kannst du oben über den Menüpunkt ChatGPT durchführen. Wir bleiben aber in der Grundversion. Um den Motorradreiseplaner nutzen zu können, musst du links die Seitenleiste öffnen und in die GPT-Bibliotheken über den Menüpunkt GPTs erkunden springen. Hier kannst du oben im Suchfeld nach Ride On with Friends suchen und den Chatbot auswählen. Bevor wir die erste Eingabe machen, möchte ich kurz etwas über den Erfolgsfaktor eines geeigneten Prompts sprechen. Aber was ist ein Prompt in der Welt der künstlichen Intelligenz? Ein Prompt ist der Text oder eine Spracheingabe, die man an eine KI sendet, um eine Antwort zu erhalten. Je besser diese Eingabe formuliert ist, umso besser wird das Ergebnis sein. Damit eine KI gute Ergebnisse liefert, sollte der Prompt folgende Kriterien erfüllen. Erstens, klar und präzise formulieren. Eine klare Frage oder Aufforderung hilft der KI genau zu verstehen, was gemeint ist. Beispiel: Erkläre die Funktionsweise eines Verbrennungsmotors in einfachen Worten. Ist besser, als wenn man nur nach dem Motor fragt. Zweitens, Kontext bereitstellen. Die KI kann besser antworten, wenn sie mehr Informationen hat zur Zielgruppe oder spezifischen Details. Beispiel: Beschreibe die Funktionsweise eines Verbrennungsmotors für eine 12-jährige Person ist besser als wie funktioniert ein Verbrennungsmotor. Drittens, verwende spezifische Fragen. Breite Fragen können zu vagen und allgemeinen Antworten führen. Spezifische Anfragen liefern präzisere Antworten. Beispiel: Gib mir 3 Vorteile für erneuerbare Energien. Ist besser als: Was denkst du über erneuerbare Energien? Viertens, zielgerichtete Fragen stellen. Ein guter Prompt gibt vor, was die KI erreichen soll. Soll sie informieren, analysieren, kreativ sein oder etwas simulieren? Beispiel: Schreibe ein inspirierendes Zitat über Erfolg. Ist besser als: Sag mir etwas über Erfolg. Fünftens, Struktur vorgeben, falls notwendig. Eine vorgegebene Struktur hilft der KI, die Antwort in einem gewünschten Format zu liefern. Beispiel: Schreibe eine tabellarische Liste mit 5 Tipps, wo man in München am besten Weißwurst essen kann. Sechstens, vermeide Mehrdeutigkeiten. Ambivalente oder offene Fragen können zu Missverständnissen führen. Beispiel: Erzähl mir etwas über Java. Ist die Sprache oder die Insel gemeint? Besser wäre: Gib mir eine Einführung in die Programmiersprache Java. Siebtens, Fehler vermeiden. Grammatik- oder Rechtschreibfehler können die KI verwirren und die Qualität der Antwort beeinträchtigen. Und last but not least, Iteration und Verfeinerung. Falls die Antwort nicht zufriedenstellend ist, kann der Prompt angepasst und verfeinert werden, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Zusammengefasst: Ein durchdachter Prompt ist der Schlüssel zu nützlichen und qualitativ hochwertigen KI-Antworten. Je präziser und zielgerichteter und kontextreicher der Prompt ist, desto besser wird die Antwort sein. So könnte ein guter Prompt aussehen. Das ist ein Ergebnis meines Prompt-Assistenten, den ich im Anschluss näher vorstellen werde. Der Ride On with Friends Prompt-Assistent in Aktion. Kommen wir nun von der Theorie wieder zurück zum Motorradreiseplaner. Die Profis können gleich im Eingabefenster ihren Prompt über die Tastatur oder Spracheingabe definieren. Wer noch nicht so versiert ist, kann meinen Assistenten nutzen, der bei der präzisen Formulierung der Fragestellung unterstützt. Hierzu einfach auf die Schaltfläche klicken und schon geht es los.
Auf Basis meines zuvor trainierten Planungsprozesses bekommst du vom Assistenten nun Fragen zu deiner Reise gestellt, bis der Prompt so präzise als möglich für deine Urlaubsplanung definiert ist. Durch Eingabe in das Prompt-Eingabefenster und Bestätigung durch den Pfeil nach oben führst du nun einen Dialog mit dem digitalen Reiseplaner. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Ich habe den Chatbot zusätzlich zur Internetrecherche auch mit frei zugänglichen Tipps für Motorradfahrer, meine POI-Listen der letzten 20 Jahre, Packlisten, Routenempfehlungen und vieles mehr gefüttert. Immer wenn eine Reise geplant wird, dann lernt er durch das Feedback des Anwenders dazu. Das Ziel ist nun, die gestellten Fragen zu beantworten, sodass immer wieder der Prompt für die Reiseplanung vom Assistenten präzisiert werden kann. Damit einfach der Bezug zur Frage hergestellt werden kann, habe ich jeder Antwort die Nummer der Frage vorangestellt. Als Ergebnis erhalte ich einen besseren Vorschlag für einen Prompt, den ich verwenden könnte. Ich werde aber alle mir gestellten Fragen beantworten, bis die KI selbst der Meinung ist, dass der Prompt nun ausreichend präzise formuliert wurde. Schauen wir uns das einmal gemeinsam bis zum Ende an. Der Chatbot stellt immer wieder Fragen zur Reise und generiert einen neuen Vorschlag für einen Prompt. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht an alles gedacht. Letzte Woche hat er mich auch dies noch nicht gefragt. Er lernt halt bei jeder Reiseplanung dazu. Prima. So, nach dem Erstellen der 5. Prompt-Version hat er auf Basis meines Planungsprozesses alle Informationen, um einen ersten Grob-Planungsentwurf für die Routenplanung zu erarbeiten. Im ersten Schritt generiert er nun die Etappen und im zweiten Schritt ergänzt er Highlights und Hotelvorschläge mit entsprechenden Links zum Buchungsportal Booking.com. Wer mein XXL-Planungsvideo kennt, der weiß, dass ich ein Jäger und Sammler von Wegpunkten bin und diese in Google My Maps erfasse und als POI-Wolke in verschiedenen Kategorien verwalte. Damit mein Chatbot auf dieses Wissen zurückgreifen kann, habe ich alle Wegpunkte in der KML-Datei exportiert und im Chatbot importiert, damit diese bei einer Reiseplanung mit einfließen können. Schauen wir uns das mal näher an. Integration eigener POI-Listen aus Google Maps. Hier seht ihr meine Google Maps Karten, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Eine Karte mit den wichtigsten recherchierten Wegpunkte ist die POI-Karte von Ride On With Friends. Hier habe ich über 10.000 Wegpunkte erfasst, die ich als KML-Datei exportiert und in den Assistenten für die Motorradreiseplanung importiert habe. Damit ihr seht, wie leistungsfähig mein Content mittlerweile ist, lasse ich euch die nächsten Minuten einfach über die Schulter schauen und zeige euch, was schon alles geht. Und das trotz manchem Rechtschreibfehler.
Lasst mich noch kurz auf das Thema Reisekalkulation eingehen. Hier trainiere ich gerade den Chatbot und habe bereits entsprechende Kalkulationsgrundlagen hinterlegt. Grobe Vorkalkulation, was kostet die Reise ungefähr pro Teilnehmer? Da der Chatbot nicht nur auf aktuelle Preise aus diversen Buchungsportalen im Internet Zugang hat, sondern auch ein paar Kalkulationsdaten aus meinen vergangenen Reisen kennt, kann er zu jedem Zeitpunkt eine mitlaufende Kalkulation durchführen. Je detaillierter die Reise geplant ist, umso genauer sind auch die kalkulierten Kosten. Generell gilt natürlich, dass das Ganze nur eine grobe Vorkalkulation ist und dabei unterstützt, wenn man nur ein bestimmtes Reisebudget zur Verfügung hat. Zusammenspiel weiterer Assistenten in ChatGPT mit dem Motorradreiseplaner. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass man über den Menüpunkt GPT erkunden eine sehr stark wachsende Anzahl weiterer öffentlich zugängliche und kostenlose Assistenten findet. Anhand eines Beispiels möchte ich das Zusammenspiel meines Reiseplaners mit anderen Chatbots zeigen. Fangen wir an mit dem Briefing-Dokument zur Motorradreise. Im ersten Video dieser Serie habe ich gezeigt, wie man bereits im Standard ein Briefing-Dokument in Form einer PowerPoint generieren kann. Das geht natürlich noch viel besser mit dem Chatbot Presentation and Slide, den ich hier kurz vorstellen möchte. Als erstes kopiere ich aus meinem eigenen Chatbot die Routenbeschreibung in die Zwischenablage. Schreibe danach den Prompt im Chatbot Presentation and Slide und ergänze aus der Zwischenablage die Routenbeschreibung. Das war es. Mal schauen, was das Ergebnis ist. Zunächst wird eine Kapitelstruktur generiert. Dann möchte ich, wie vorgeschlagen, dass die Präsentation mit lizenzfreien Bildern und weiteren Informationen angereichert wird und nach einem kurzen Moment wird eine PowerPoint-Seite nach der nächsten generiert. Fantastisch! Man kann natürlich auch eigene Vorlagen hinterlegen. Aber wenn ich gerade dran denke, wie viel Lebenszeit ich bei der Erstellung von PowerPoints beruflich oder privat bisher investiert habe, dann läuft es mir gerade jetzt kalt über den Rücken. Aber kommen wir zum nächsten Beispiel. Als zweites Beispiel möchte ich das Zusammenspiel mit dem Buchungsportal Expedia zeigen. Mein Chatbot war zwar schon in der Lage, Informationen mit Booking.com etc. auszutauschen, aber es geht auch noch anders. Ich kann zum Beispiel eine geplante Etappe in die Zwischenablage kopieren und in den Chatbot Expedia wechseln. Dort frage ich nach weiteren Übernachtungsmöglichkeiten und erhalte basierend auf meinen Vorgaben konkrete Hotelvorschläge, die ich auch direkt buchen könnte. Das Hotel und die Buchungskosten kann ich dann in meinen Chatbot zur Anpassung der Reiseplanung und Kalkulationsdaten übernehmen. Kommen wir nun zum letzten Teil. ChatGPT und Apple CarPlay mit Carboride auf dem Motorrad.
Wer regelmäßig meine Videos über Technik schaut, der weiß, dass man mit dem Streaming-Monitor Carporite endlich auch Apple CarPlay auf dem Motorrad nutzen kann, und zwar nicht nur zur Navigation. Man kann während der Fahrt Siri verwenden, um entweder Google Maps per Spracheingabe zu steuern, oder man ruft Informationen aus dem Internet ab, zum Beispiel über aktuelle Verkehrssituationen. Während Siri sehr gut in Apple CarPlay integriert ist, hat ChatGPT seine Stärken bei der Spracherkennung und in der Ergebnisqualität der Antworten. Schauen wir uns das mal im Vergleich an. Hey Siri, mache mir Vorschläge für ein italienisches Restaurant in München, wo ich mit dem Motorrad gut parken kann. Eine Option wäre Mosacher Paradies auf Franz-Mahler-Straße in München. Damit verlängert sich deine Route um 10 Minuten. Möchtest du diese Option mal probieren? Okay. Okay. Ich kann dort anrufen oder eine Wegbeschreibung suchen. Welche Option möchtest du? Suche eine Wegbeschreibung. Hey Siri, Wie kann ich helfen? ich habe eine Frage. Kannst du mir 3 Vorschläge für ein italienisches Restaurant in München nennen, wo ich mit dem Motorrad gut hinfahren kann? In München gibt es einige italienische Restaurants mit guten Parkmöglichkeiten für Motorradfahrer. Zum Beispiel das Bacio della Mama in der Motor World München, das eine einzigartige Atmosphäre bietet. Ein weiteres Restaurant ist das Fatima Restaurante in der Weltenburger Straße, das über einen großen Parkplatz und eine schöne Terrasse verfügt. Beide sind großartige Optionen für eine Motorradtour. Ich möchte gerne zur Motorwahl nach München fahren. Wie fahre ich da hin? Die Motorworld München befindet sich in der Lilienthalallee 35, 8039 München. Du kannst sie mit der U-Bahn-Linie U6 bis zur Station Freimann erreichen. Von dort sind es etwa 10 Minuten zu Fuß. Mit dem Motorrad fährst du über die Autobahn A9 und nimmst die Ausfahrt Freimann. Parkplätze sind vor Ort verfügbar. Viel Spaß bei deiner Fahrt. Kannst du mir eine Route erstellen? Klar. Ich würde dir empfehlen, die A9 Richtung Norden zu nehmen und dann die Ausfahrt Freimann zu nutzen. Von dort aus folgst du der Beschilderung zur Motorworld München. Die genaue Adresse ist Lilienthalallee 35. Du kannst auch einen Routenplaner nutzen, um die genaue Strecke von deinem Standort aus zu ermitteln. Viel Spaß bei deiner Tour. Während Siri sehr gut in Apple CarPlay integriert ist, ist die App von ChatGPT aktuell nur über einen Trick, den ich im Anschluss zeige, in Apple CarPlay aufrufbar. Siri ist dafür ausgelegt, dass sie präzise Sprachbefehle befolgt und auch kurz und bündig antwortet. Ich nutze Siri hauptsächlich, um über Spracheingabe Ziele zu suchen und über Google Maps eine einfache Route zu generieren. ChatGPT hingegen ist mein Reiseführer. Ich sehe zum Beispiel in der Ferne eine Sehenswürdigkeit und würde gerne ein paar Informationen dazu bekommen, um ad hoc zu entscheiden, ob ein Besuch lohnt. Obwohl, wie bereits erwähnt, ChatGPT aktuell nicht Apple CarPlay fähig ist, kann man über einen individuellen Kurzbefehl, den ich hier zeige, quasi über Siri die App von ChatGPT im Voice-Modus direkt starten. Installiere zunächst die App von ChatGPT aus dem Apple Store. Definiere, wie du es hier siehst, den Kurzbefehl zum Aufrufen der App und benenne den Kurzbefehl dann um. In diesem Beispiel heißt er dann: Ich habe eine Frage. Du kannst selbstverständlich ein neues Icon vergeben und den Kurzbefehl auf deinem Home-Bildschirm ablegen. Jetzt kann man über den Befehl Hey Siri zunächst den Apple Sprachassistenten Siri aufrufen und nachdem Siri mit
Wie kann ich helfen geantwortet hat, kann ich meinen Kurzbefehl über Ich habe eine Frage starten, der dann den Sprachassistenten von ChatGPT öffnet. Ist zwar in Apple CarPlay etwas umständlich, aber es funktioniert sehr gut. So, das war der zweite Teil zu KI. Ich hoffe, dass es interessant für euch war. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen. Das Reisen ein Genuss, die Kamera dabei, für jeden Moment ein Kuss. Durch Täler und Berge, von Küste zu See, mit jedem neuen Morgen ein frischer Dreh. Die Welt wird kleiner, je weiter wir fahren. Unsere Reifen erzählen von 1000 Jahren. Ride on with friends, die Freiheit im Herz. Der Horizont ruft, wir folgen ohne Schmerz. Mit Christine